Emergency. I did something that... The guinea pig revolution. Emergency. I did something bad. Is anyone hurt? I kissed somebody else. I kissed somebody else. I don't even know him. Is this an emergency? Jesma, are you on the ground? Ma'am, can you hear me? Well, I'm sorry. What happened? Ma'am. I kissed somebody. No! Why did you do that, Jesma? Because I'm afraid that I was caught up to the school. No, you're not a screw up, okay? I screw up all the time. Ma'am. God hurts, but I forgive you. I love you. Oh my God, I love you. Jesma, will you marry me? Oh, wow. Yes, I love you. Congratulations. Goodbye. I want pizza. Wer immer sich auch nur oberflächlich mit Musik beschäftigt hat, weiß, jede Disharmonie strebt danach, sich in einer Harmonie aufzulösen. Wenn nun, wie wir gesehen haben, die harmonischen Verhältnisse in der Musik Abbilder sind der gleichen harmonikalen und mathematischen Verhältnisse, die es im Planetensystem und im Kosmos, in der Biologie und in all den anderen Bereichen gibt, von denen wir gesprochen haben, dann gilt selbstverständlich auch außerhalb der Musik. Jede Disharmonie strebt danach, sich in einer Harmonie aufzulösen. Die Musikgeschichte der Menschheit lässt sich auch unter dem Gesichtspunkt schreiben, dass sie eine ständige Entdeckung von Harmonien, von neuen harmonischen Möglichkeiten, von neuen Wohlklängen ist. Am Anfang menschlichen Musikempfindens wurde nur die einstimmige melodische Linie als Wohlklang empfunden. Dann, in der Zeit des Hellenismus, wurde die Oktave entdeckt, die erste bahnbrechende Möglichkeit, den Ton der melodischen Linie mit einem zweiten Ton zu verbinden und darin Wohlklang zu entdecken. Darauf folgte die Entdeckung von Quinte und Quarte. Noch im Mittelalter galt die Terz als ausgesprochen misstönendes, die mittelalterlichen Musiker meinten, teuflisches Intervall. Die ersten Terzen, die als Wohlklang verstanden werden können, finden sich um das Jahr 1300. Sie haben damals ausgesprochen avantgardistisch gewirkt. Für uns heutige ist die Terz ein Inbegriff konservativen Wohlklangs. Von Bach an lässt sich die ganze abendländische Musikentwicklung interpretieren als ein immer entschiedeneres Entdecken des Wohlklangs in dem, was eben noch unharmonisch, ja misstönend schien. Schließlich, im 19. Jahrhundert war nur noch die Sekunde als das eigentliche Intervall des Missvergnügens, wie jemand das damals genannt hat, übrig geblieben. Debussy hat auch in ihr Wohlklang entdeckt. Im Zuge der Entwicklung der modernen Konzertmusik gab es in den 50er Jahren eine Situation, in der die Komponisten nur noch in sogenannten Clusters, im gleichzeitigen Anschlagen sämtlicher Töne über den ganzen Bereich hörbarer Töne hinweg, Missklänge fanden, aber auch sie wurden nach einigen Jahren, zumindest ansatzweise, in Wohlklang verwandelt. Etwa von dem polnischen Komponisten Penderecki, dem deutschen Bernd Alois Zimmermann und vor allem von dem Ungarn György Ligeti, in dessen Orgelwerken zum Beispiel. Clusters sind Tontrauben, die durch das Zusammenwachsen von Tönen im Sekundabstand entstehen, oft über die ganze Tastatur hinweg. Ligeti sagt: Akkordik, Figuration und Polyphonie wurden verwischt und unterdrückt, blieben aber unterhalb der klanglichen Oberfläche der Komposition, wie tief unter einer Wasseroberfläche, im Geheimen doch wirksam. Es entsteht eine gleichsam leere Form. Es erwachsen Gestalten ohne Antlitz, wie in Kiriko-Bildern. Gewaltige Weiten und Fernen, eine Architektur, die bloß aus Gerüstzeug besteht. Alles andere verschwindet in den weiten leeren Räumen, den Volumina der musikalischen Form. Ligeti, Volumina. Es ist nun wichtig zu sehen, dass die Tendenz zur Harmonie, die es in der Musik gibt, nur gleichsam eine Spiegelung ist der gleichen Tendenz außerhalb der Musik.
durch nahezu alle Bereiche hindurch. Zitieren wir noch einmal George Lennart. Im Jahre 1665 fiel dem holländischen Wissenschaftler Christian Huygens auf, dass zwei Pendeluhren, die man nebeneinander an eine Wand hängt, in genau demselben Rhythmus schlagen. Sie behalten diesen gleichen Pendelschlag bei, weit über das Maß hinaus, mit denen sich zwei Uhren mechanisch einander angleichen lassen. Es ist, als ob sie im selben Rhythmus schlagen wollten. Dieses Phänomen, so hat Lennart gezeigt, ist universell gültig. Wenn zwei oder mehr Oszillatoren im selben Feld fast im gleichen Rhythmus pulsieren, neigen sie dazu, dies der Fachausdruck, einzurasten, sodass sie schließlich genau synchron schwingen. Man nennt dieses Phänomen Resonanz. Resonanz ist so allgegenwärtig, dass wir sie, ebenso wie die Luft, die wir atmen, kaum bemerken. Doch sie zeugt auf verblüffende Weise von der Tendenz zur vollkommenen Harmonisierung des Rhythmus, der wir jedes Mal begegnen, wenn wir zu den Wurzeln unserer Existenz vordringen. Dr. William Condon von der Medizinischen Fakultät der Universität Boston hat gezeigt, dass diese auch eintreten kann, wenn zwei Menschen ein gutes Gespräch miteinander führen. Plötzlich schwingen ihre Gehirnwellen synchron miteinander. Ja, Dr. Condon konnte nachweisen, dass die Studenten, die in einem Vortragssaal ihrem Professor zuhören, ihre Gehirnwellen weitgehend mit denen des Vortragenden synchronisieren. Ähnliche Beobachtungen machte Dr. Condon bei Mutter und Kind, bei Ehemann und Ehefrau, kurz in den verschiedensten menschlichen Gruppen, in denen harmonische Beziehungen bestehen. In jedem einzelnen Fall hat der Rhythmus Angleichungen festgestellt. Ich zitiere wieder George Lennart. Es wurde von einer Synchronisierung der Herzschläge von Psychiater und Patient berichtet. Studentinnen, die eine Wohnung miteinander teilen, stellen manchmal fest, dass ihre Menstruationszyklen synchron oder annähernd synchron verlaufen. In der Musik wird das Wunder der rhythmischen Resonanz offensichtlich. Jede Geste und jede Mikrobewegung muss synchron mit dem Pulsschlag der Musik erfolgen, wenn die Darbietung nicht auseinanderfallen soll. Man beobachtet die Mitglieder eines Kammermusikensembles. Sie bewegen sich als Einheit. Sie werden zu einem einzigen Kraftfeld. Wir haben uns an solche Wunder bereits gewöhnt. Die unerhörte Fähigkeit von Jazzmusikern, Tonhöhen und Tonbewegungen während der Improvisation gleichsam vorauszuahnen. Die simultane Bogenführung von 60 Streichern eines Symphonieorchesters. Das Wunder entspringt weniger der Virtuosität Einzelner, als vielmehr der Fähigkeit eines großen Kollektivs, wie ein Körper zu empfinden, zu fühlen und sich zu bewegen. In besonders beeindruckender Weise hat Lennart diese Synchronisierung und Harmonisierung bei den Predigten hervorragender Prediger und ihren Gemeinden festgestellt, etwa denen von Martin Luther King, einem der größten und erfolgreichsten Prediger unseres Jahrhunderts. Jahrhundertelang wurde uns gelehrt, Natura non salta. Die Natur macht keine Sprünge. Es war dies eine der Grundüberzeugungen des mechanistischen und materialistischen Weltbildes, mit dem die meisten von uns aufgewachsen sind. Inzwischen weiß man, dass uns jahrhundertelang die Unwahrheit gesagt wurde. In Wirklichkeit macht die Natur fast nichts als Sprünge. Die ersten, die darauf hingewiesen haben, waren die Quantenphysiker. Inzwischen entdeckt man die Sprünge der Natur in zahllosen Bereichen. Das Resonanzphänomen ist nicht denkbar ohne sie. Harmonische Beziehungen einzugehen, ist also nicht nur das Ziel der Musik. Es ist ein Ziel von Atomen und Elementarteilchen, von planetaren Umlaufbahnen, von Zellen und Herzen, von Gehirnwellen und Bewegungen und vor allem von Menschen.
Sie alle, will sagen, der Kosmos, streben letztlich zur Harmonie. Das heißt, sie streben letztlich zum Klang. Naga Brahma, die Welt ist Klang. Nun hören Sie Musik, die mehr vielleicht als andere weiß, die Welt ist Klang und Gott ist Klang. Musik von einem Mann, dessen Name hierfür steht. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. Burning all the trees, smoke up in the sky. You can't drink the water, you can't see the sky. Better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. You better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, because they're pulling you down. No more deals with the devil, no more easy cash. Let the people have their land, let them have their sky. Let them have fresh food, let them have fresh water. Let them have a fresh morning sky. Oh, you better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. Better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, because they're pulling you down. 40% of the world, 40% of the world, 40% of the world, 2.3 billion people rely on wood or charcoal as their primary source of energy for cooking and eating. Wood consumption has increased 250% since 1960, and the number of people relying on wood is expected to reach 3 billion by the year 2000. In just a few months, over 20,000 acres of parking lot cleared of wood and building material from the National Park. Better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. You better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause they're pulling you down. Better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. You better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause they're pulling you down. Better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause we're spinning this world down. You better raise your hands up, better raise your hands up. Better raise your hands up, 'cause they're pulling you down. Minimal Music ist, so hat man gesagt, viel mehr Musik für die Aura eines Menschen als für seine Ohren. Oft hat man den Eindruck, als würden ständig die gleichen Tonbewegungen wiederholt. Aber im Zuge der Wiederholungen geschehen kaum merkliche Veränderungen. Und am Ende eines Stückes wird in minimalen Fortschreitungen, in einem Kreisen, das bewusst oder unbewusst die Kategorie des Unendlichen assoziiert, etwas Neues, anderes erreicht. Durchaus so etwas wie ein anderes Ufer, eine andere Welt. Musik sollte der Ausdruck vornehmer spiritueller Objekte sein. Der Philosophie, des Wissens und der Wahrheit. Der edelsten Fähigkeiten des Menschen. Um diesen Objekten Ausdruck zu geben, muss Musik notwendig Ruhe und Ausgeglichenheit besitzen. Der neuen spirituellen Musik geht es darum, aus allen Musiktraditionen zu lernen, vergessene Hintergründe aufzuspüren
wo die ursprüngliche Funktion der Musik, ihre Bindung an tiefste menschliche Erfahrungen, wieder ins Licht zu rücken, ohne dabei einem naiven Eklektizismus zu erliegen. Es herrscht gegenwärtig ein Drang, die verschütteten Urquellen der Musik freizulegen, die allein den Weg zu einem neuen, den Menschen in seiner Ganzheit erfassenden Musikerleben weisen können. In der Avantgarde, im Jazz und in der Popmusik manifestiert sich gleichermaßen eine Hinwendung zu mehr geistigen, nach innen gewendeten Klängen. Das zunehmende Interesse der Öffentlichkeit an außereuropäischer und der neu entstandenen spirituellen Musik deutet darauf hin, dass auch bei uns Musik in Zukunft nicht nur eine einseitige, auf eine bestimmte Dimension des Menschseins beschränkte Funktion haben wird. Es handelt sich hierbei selten um Entdeckungen unserer Zeit, vielmehr um eine Wiederentdeckung dessen, was alten Kulturen und Völkern längst bewusst und durch die vorwiegend rationalistische Entwicklung des Abendlandes lediglich in Vergessenheit geraten war. Es ist unsere Aufgabe, diese Zusammenhänge neu zu entdecken und auch in das Musikbewusstsein des 20. Jahrhunderts zu integrieren.